Bulgaria, ich höre deinen Namen im Wind, im Meer, in all meinen Träumen, verliebt in den Sand, in das blaue Blau. Ich schwöre, ich komm wieder genau hierher, genau. Ja, Bulgaria, das war das Stichwort. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir waren am Strand, wir waren in der Beachbar Anne-Marie, eine sehr schöne Bar, kann man empfehlen. Dann sind wir zum Meer gegangen. Man sieht es auch, das Meer war wunderbar wild und es war ein bisschen windig. Dann sind wir weitergelaufen am Strand entlang, haben euch mal ein Hotel gezeigt, wenn man direkt am Wasser sein möchte. Dann waren wir in der Bar Marrakesch, haben uns einen Kaffee getrunken. Dann, es war auch eine Empfehlung, dann ging es nach Hause, haben wir da gefrühstückt. Dann waren wir auch abends mal an der Strandpromenade, da auch nochmal ein schönes Getränk gefunden. Dann waren wir auch mal essen, da gibt es All You Can Eat, kann ich empfehlen. Und jetzt geht's los nach dem Intro zum nächsten Film. Ihr seht, wir haben heute herrlichstes Wetter. Ja, man würde sagen weiß-blauer Himmel, sagt man in Bayern. Ja, wir gehen jetzt Richtung Strand. Holen beim Geldautomaten, und zwar von der DSK-Bank. Das ist ja eigentlich ganz gut für uns, weil wir auch ein Konto haben und das kostet uns, glaube ich, nur 15 Cent das Geld abholen. Beim Geldtauschen zahlt man wesentlich mehr. Und das sollte man schon nutzen. Und schauen wir mal, ob wir einen schönen Kaffee finden, einen Cappuccino finden und vielleicht noch ein paar schöne Bilder machen können vom Meer. Seid gespannt. So, kurzer Zwischenstand. Jetzt sind wir hier an der Kreuzung und da geht es geradeaus, Fußgängerzone zum Strand oder zum Casino. Da müssen wir erstmal durch und dann nachher rechts zum Geldautomaten. So, jetzt haben wir hier Geld abgeholt, hat gut geklappt und hinten in der Ecke, da kann man ihn sehen, da ist der Automat. Der Wind hat sich ordentlich gedreht. Heute Morgen kam er vom Land und jetzt kommt der Wind vom Meer. Und da ist die Luft jetzt besonders gut. Hier rechts die Anne-Marie. Und sind noch eine ganze Menge Leute noch am Strand. Bulgaria, аз се връщам пак. Bulgaria, ти си моя знак. Bulgaria, за теб горя. Bulgaria, в сърцето ми си ти страна. И някъде на белия ти бряг пак мисля за дома, така е най-добре за мен. Bulgaria, виждам твоите багри, бяло, зелено, червено нощите. Bulgaria, влюбен съм в теб, там се връщам. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das schafft, den Wind rauszufiltern. Auf jeden Fall ist es hier recht windig. Wie gesagt, heute ist Party erlaubt. Ja, wie man sieht, sind wir schon wieder da. Und jetzt werden wir unseren Kaffee hier trinken und werden es uns hier auf dem Balkon noch gemütlich machen. Also, wie gesagt, am Strand. War es uns jetzt wirklich so windig und warum soll man sich da zu sehr den Wind in die Haare blasen lassen und fast schon ein bisschen kühl dann, wenn das voll vom Meer kommt, der Wind. Die Luft ist gut, das ist auf jeden Fall perfekt, aber hier ist auch nicht schlecht. Ja, wie war mein Urlaub oder wie war unser Urlaub? Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ein blöder Spruch, aber in diesem Falle stimmt was dran. Klar, wir haben eine schöne Zeit gehabt, wir haben uns schön was zu essen gemacht, wir haben gemeinsam uns getroffen mit guten Bekannten und ja, auf einmal bekam ich Schmerzen und zwar im Rücken. Oh je, dachte ich, ja, ein bisschen Rückenschmerzen hatte ich dann schon und plötzlich hatte ich mehr Probleme, als ich dachte. Ja, man sieht hier schon rechts, da liege ich im Bett, und zwar im Krankenbett. Mir geht es jetzt wieder gut, aber im Urlaub ging es mir gar nicht gut. Ich hatte Nierenkoliken,
Nierensteine und sowas habe ich noch nie gehabt und das hat mich ganz schön umgeworfen. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich zeige euch nachher mal ganz genau, welche Klinik wir besucht haben. Das ist ganz interessant für Leute, die länger Urlaub machen in Sunny Beach oder da vielleicht sogar beabsichtigen, länger zu leben, vielleicht sogar auszuwandern. Ich hatte vorher auch immer ein bisschen Sorgen, oh, wenn ich mal krank werde, wie wird denn das und so? Kann man da überhaupt immer hingehen? Man hat vieles Negative gehört über die bulgarischen Krankenhäuser, aber die Viva Klinik ist eine super Klinik in Sunny Beach und die habe ich dann auch besuchen müssen. Ja, hier ist so ein bisschen die Anreise zu sehen. Das ist überhaupt nicht weit weg von der Brücke, also von der Seebrücke direkt in Sunny Beach. Jetzt hier fahren wir hier rechts rein. Wir kommen von der Hauptstraße und biegen gleich noch einmal kurz ab. Hier hat es vorher sehr stark geregnet, deswegen eine Riesenpfütze, wo ich durch muss mit dem Auto. Aber das ist kein Problem. Und jetzt geht es schon rechts auf den Parkplatz. Das ist auch ganz wichtig, dass man einen guten Parkplatz hat. Da parke ich jetzt und dann ging es auch gleich. Da sieht man doch mal den Parkplatz. Wie gesagt, als Patient kein Problem. Hier nochmal die Klinik und da nochmal die Innenaufnahmen, die ich gemacht habe. An der Rezeption wurde Deutsch gesprochen. Die Ärzte haben Englisch gesprochen. Und ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich bekam eine Infusion, Urinprobe wurde gemacht und dann hat man gleich festgestellt, da ist ein Stein, ein Nierenstein. Und die erste Behandlung war eine Infusion, Penicillin-Tabletten und mir ging es auch dann relativ schnell wieder gut. Also nach einem Tag hatte ich keine Schmerzen mehr und dann haben wir uns dann entschlossen, den Urlaub jetzt vorzeitiger zu beenden und sind dann nach Deutschland gefahren. Das war nochmal eine interessante Rückreise, das zeige ich euch dann nochmal im Anschluss, wenn ihr wollt. Wir haben dann in Serbien nochmal das gleiche Hotel genommen wie am Anfang, also wie auf der Hinreise. Und die zweite Übernachtung war in Ungarn. Da hatten wir ein neues Hotel uns ausgesucht. Da mache ich auch nochmal ein paar interessante Aufnahmen. Da gibt es lustige Aufnahmen. Da hat die Rosi sich ziemlich aufgeregt. Das war eine ziemlich kleine Garage. Und das müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr das sehen wollt. Ja, heute geht es mir wieder sehr gut. Dann bin ich in Deutschland natürlich zur Klinik in Straubing gegangen. Termin war nicht einfach. Also in Deutschland Termine ist wirklich schwierig. In Bulgarien kein Problem. Einfach hingehen, drankommen, ein bisschen warten natürlich, weil ja Warteräume sind. Aber dann hat es sehr gut geklappt. In Straubing musste ich 3 Wochen auf meinen Termin warten. Ich hatte aber keine Probleme und der Nierenstein ist heute weg. Er hat sich ein bisschen von selbst aufgelöst, habe ich Glück gehabt und somit geht es mir jetzt wieder prima, so wie am Anfang des Urlaubes. Ja, ich habe noch ein paar Informationen jetzt zu der Klinik hier, diese Klinik in Sunny Beach in Bulgarien. Wer ein bisschen mehr wissen möchte, wo die Klinik genau ist, was die Klinik alles kann und welche Rahmenbedingungen da sind, die bleiben jetzt dran. Für die anderen, die das jetzt nicht brauchen, die spulen einfach ein Stück vor und schauen sich so ein bisschen an, wie wir dann zurückgefahren sind. Ja, und noch eine weitere Ergänzung, das ist natürlich unbezahlte Werbung, wie alles hier in diesem Kanal. So, wir sind jetzt auf der Seite der Viva Klinik. Hier kann man gleich sehen, verschiedene Spracheinstellungen. Ich habe jetzt hier auf Deutsch eingestellt, Öffnungszeiten und nochmal die Rufnummer. Hier auf der Startseite sieht man schon mal die Bilder, wie es innen und außen aussieht. Das habe ich ja auch schon im Film euch gezeigt. Hier nochmal wichtig, was über die Klinik zu sagen ist.
das Wichtigste, verschiedene Fachbereiche, Chirurgie, Hals, Nasen, Ohren und so weiter. Auch nochmal interessant Zahnmedizin, ja, auch alle anderen möglichen Fachabteilungen und verschiedene, ja, eigentlich alles dabei. Dann nochmal die verschiedenen Fachärzte, hier nochmal Augenarzt, ja, Urologe, ja, selbst Psychologie, Kinderarzt, Leistungen, nochmal Ultraschall, Labor, ja. Hier nochmal speziell das Labor. Man kann unwahrscheinlich viele Laboruntersuchungen machen, ja, zum Beispiel Vitamin D, ja, oder gut, hier gibt es nochmal Bilder und so weiter. Kontakt, denke ich mal, ist interessant. Nochmal, hier kann man auch per Formular zum Beispiel einen Termin versuchen anzufragen. Und ja, was es gibt, ja, Gott sei Dank, hoffentlich brauchen wir das nicht mehr. Hier kann man sogar einen PCR-Test machen lassen oder konnte man machen lassen. Das war schon mal die Seite von der Viva Klinik. Ich denke mir, das ist gerade für Urlauber sehr interessant, dass man da gut versorgt ist. Und ich habe es ja auch selber festgestellt, dass da die Versorgung sehr gut ist. So, gehen wir mal wieder zurück zur Startseite. Und das war es erstmal hier auf dieser Homepage. Ich werde euch die Seite natürlich verlinken. So, ich bin jetzt nochmal zurück auf der ersten Seite, auf der Startseite von der Viva Klinik. Jetzt geht es genau, ich zeige euch jetzt mal ganz genau, wo die Viva Klinik ist. Dann gehe ich hier nach ganz unten. Hier ist dann auch so ein Übersichtsplan. Hier sieht man, da ist die Viva Klinik. Ich gehe jetzt mal konkret in die große Seite. So, habe jetzt hier nochmal die Viva Klinik. Hier gibt es noch ein paar Fotos. Hier kann man nochmal genau sehen, wie es hier aussieht. Also ist interessant, denke ich mir. Das ist eine wirklich moderne, schöne, große Klinik. Ja, da hatte ich immer ein gutes Gefühl. Hier ist der Zahnarztbereich. Ja, ist auch eine gute Sache, denke ich mir. Aber jetzt geht es ja darum, wie ich da genau jetzt hinkomme. Ja, und bin jetzt hier und gehe mal ein bisschen zurück. So, hier unten ist Nessebar als Orientierung im Süden und im Norden ist hier Sveti Vlas und ihr seht genau ziemlich, ja, fast in der Mitte kann man das sehen. Was haben wir denn hier am Strand, um sich zu orientieren? Hier, ja, das ist die Orientierung, hier ist die Brücke, ja. Und das ist die Flower Street. Und Flower Street ist ja quasi der bekannte Bereich. Und dann haben wir dann quasi die Viva Klinik, also wirklich genau, ja, auf der Höhe der Flower Street hier. Ja. Also wirklich sehr zentral und wirklich gut zu erreichen. Ja, wir sind schon wieder auf der Autobahn. Ihr könnt es sehen. Wir machen jetzt ein paar schnellere Sprünge, mehr wie auf dem Hinweg. Wer noch mal ganz genau die Streckenabschnitte sehen möchte, schaut sich bitte den ersten Teil an. Ja, es geht wie gesagt über die gut ausgebaute bulgarische Autobahn. Wir haben das perfekte Wetter. Natürlich, Klimaanlage läuft. Es ist ja auch ein bisschen wärmer, aber es läuft gut. Wenig Verkehr. Wir werden aber noch mal tanken. Man muss sich merken, Richtung Westen wird es immer teurer. Also tanken wir nochmal in Bulgarien, dann schauen wir uns dann auf jeden Fall an, wie es über die Grenze funktioniert. Die bulgarische Grenze ist ausgebaut worden, da hoffen wir, dass es da auf jeden Fall schneller geht. Und wie die letzten Jahre, da hat es relativ lange gedauert. Wir haben ja Hauptsaison, darf man nicht vergessen. Und wir schauen mal dann, wie lange es dann in Serbien dauert. Also wir haben einmal 2 Grenzabschnitte, bulgarische Grenze, serbische Grenze und an beiden Grenzen kann es ja Verzögerungen geben. Und dann fahren wir nach Pirot, wieder ins gleiche Hotel Analux und schauen wir mal, wie das Hotel diesmal aussieht, welches Zimmer wir kriegen. Ich werde aber nicht mal diese ganz ausführliche Roomtour machen, denke ich mir. Das haben wir ja im ersten Teil gemacht.
Wenn ihr die Romtier nochmal wissen wollt, dann schaut euch nochmal den ersten Teil an. So much easier to see who I am and who I wanna be. No getting old, don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill. 30 Grad, herrlichstes Wetter, keine Wolke am Himmel. Und wir haben jetzt hier die vorletzte Tankstelle wahrscheinlich vor der serbischen Grenze. Wir haben vollgetankt und wir stehen jetzt hier in der vollen Sonne. Wie war die Fahrt? Die Fahrt war bis jetzt ganz entspannt. Super, super ruhig fahren. Ganz ruhig, ja. Nichts los. Nichts los, ne? Ja, jetzt haben wir ja vergessen, dass wir eigentlich eine Stunde geschenkt bekommen. Mal wieder vergessen. Und jetzt sind wir wahrscheinlich viel zu früh am Hotel. Aber das macht nichts. Jetzt machen wir erstmal Pause und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Dann kommt es vielleicht ungefähr aus. Sonst gehen wir zwischendurch ein Eis essen. Okay. Ja, wir nähern uns jetzt nach dem Tanken langsam der bulgarischen Grenze. Hier sieht man schon die ersten Hinweise. Gleich kommt noch eine Polizeikontrolle, die kommt immer. Hier sind so ein paar Durchfahrten. Wahrscheinlich wird hier das Nummernschild schon mal gescannt. Und jetzt kommt hier die Polizeikontrolle. Hier muss man langsam fahren. Hier wird man nochmal gecheckt. Sollte man irgendwo zu schnell gefahren sein, dann denke ich mir, müsste man hier bezahlen. Aber wir haben alles richtig gemacht. Wir fahren also weiter und kommen jetzt zur bulgarischen Grenze. Hier wurde im letzten Jahr ordentlich gebaut. Hier sieht man ziemlich viele Spuren, sind doch einige Spuren offen. Und hier, denke ich mir, wird es relativ schnell gehen. Wie gesagt, wir stoppen die Zeit. Wir haben 13:20 Uhr und jetzt geht es erstmal durch die bulgarische Grenze. Wir müssen natürlich die Papiere zur Hand haben, dann geht es schneller. Fahrzeugschein natürlich. Ja, wie gesagt, die Grenzen sind hier in Bulgarien optimal ausgebaut. Man sieht es ja hier komplett neu, die Anlage hier. So müsste es immer sein. So, kurz die Papiere vorgezeigt und dann geht es auch gleich weiter. Und hinten sieht man schon, da stauen sich die Autos schon. Und jetzt geht es dann jeden Augenblick weiter. Jetzt ist immer die spannende Frage, wo stellt man sich an? Manchmal ein Glücksspiel. Jetzt stellen wir uns mal ganz links hin. Vielleicht haben wir da mehr Glück wie in der Mitte. So, die bulgarische Grenze waren jetzt höchstens in 10 Minuten. Ne? Mehr als schneller, oder? 10 Minuten. Bulgarische Grenze. Ja. Also es ging jetzt super schnell, kein Problem. Jetzt haben wir hier die serbische Grenze, da dauert es ein bisschen. Da steigen alle aus. Unser Navi sagt 25 Minuten. Wir haben jetzt 13:30 Uhr. Jetzt werden wir mal beobachten, ob es stimmt. Wir haben uns jetzt ganz links eingeordnet, in der Hoffnung, das war ein guter Tipp von uns. Tipp von uns. Ja, genau. Eigener Tipp gegeben. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen. Wir fahren jetzt in Zeitraffer und mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Grenze. Wäre schön, wenn es immer so wäre. Die richtige Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, über beide Grenzen, sagen wir euch gleich, wenn wir durch sind. Man sieht, sind wir schon durch die serbische Grenze und jetzt ist tatsächlich 14:05 Uhr. Also du hast doch recht gehabt, Ja. aber du bist gut. Ja, okay, also wir sind durch, war kein Problem, Halbe war Stunde, halt ne? ein bisschen voll, ja, gute halbe Stunde, aber ansonsten ist es in Ordnung. So, und immer nur hellblauer Himmel. Ja, jetzt geht es mit hoher Geschwindigkeit, man sieht es ja auch, der Film ist ein bisschen schneller gemacht worden, zur Ausfahrt. Und zwar
Ausfahrt Pirot. Vorher müssen wir aber noch die Maut bezahlen. Und hier geht es schon Richtung Mautstelle. Das habt ihr vielleicht gesehen im ersten Teil des Filmes. Da habe ich auch mal genau gesagt, was es kostet. Also wer es genau wissen will, was wir hier in Serbien bezahlt haben, bitte den ersten Teil noch mal anschauen. So im Kopf habe ich es jetzt nicht mehr. Und jetzt geht es dann bei bestem Wetter jetzt Richtung Analux. Es geht also hier gemütlich über die Landstraße nach Pirot. Hier kann man auch noch ganz gut tanken. Ich glaube, hier kommt auch noch mal eine Tankstelle. Ja, das ist nicht weit. Man muss nur sehen, dass man hier kurz noch mal hier rechts abgebogen ist und schon geht es ganz geradeaus. Hier noch mal aufpassen. Geht es nach Pirot und das Hotel Analux liegt ja mitten in der Innenstadt, hat einen schönen Parkplatz. Das habt ihr vielleicht schon im ersten Teil gesehen. Ja, hier sind wir schon in Pirot. Hier noch mal rechts abbiegen nicht vergessen, da sind wir auch schon mal geradeaus gefahren und schon haben wir das Hotel. Hier noch mal kurz klingeln, noch mal drücken und dann wird aufgemacht. Und schon kann man sich hier einen Parkplatz aussuchen. Und wir haben natürlich einen schönen schattigen Parkplatz ausgesucht, hier direkt daneben der Treppe. Und schon geht es dann gleich ins Hotel. Sieht gut aus. Wir sind extrem pünktlich. Jetzt haben wir die eine Stunde noch gewonnen. Jetzt sind wir so schnell gefahren und so gut durchgekommen. Ja, vielleicht kommen wir gar nicht ins Hotel, aber hier gibt es ja trotzdem Möglichkeiten, die Zeit bis dahin gut zu gestalten. Und hier haben wir das Analux und hier ist der leere Parkplatz. Das ist ja der Vorteil, dass man hier gut parken kann. Zimmer 405. Rechts. Also hier. Okay. 405. Dann geht wirklich mal los. Hier gleich rein. Kommt alles auf den Film. Nee, das brauchen wir nicht. Und das ist unser Zimmer. Aber die Toilette ist wesentlich größer. Die ist gut hier. Die war letztens so relativ klein und das ist hier auch perfekt. Und hier schauen wir im Prinzip wieder genau wie letzte Mal auf den Park. Gut, das war es eigentlich schon. Und hier, das werden wir aber gar nicht benutzen. Das ist auch sehr klein. Ah ja, hier ist der Kühlschrank. Ah ja, und hier ist der Kaffee. Das ist auch gut. Ja, ein Dreibettzimmer ist für uns immer eigentlich ein bisschen ein Nachteil. Brauchen wir gar nicht, weil wir kein Sofa haben. Wir hätten lieber ein Sofa. Ja, prima, das war jetzt die kurze Roomtour. 17 Uhr haben wir es jetzt. Und es ist riesig warm noch hier. Ne? So wärmer wie in Sunny Beach. Das ist unglaublich. Das ist richtig angenehm, ja. Das ist fast schon Saunawärme. Heiß, ne? Ach, hier ist dann der Obstladen, ne? Paprika, serbische Paprika. Jetzt nehmen wir mal ein paar ordentliche Tomaten mit, ne? Ja. Und 31 Grad immer noch. Noch mal kurz hier zum Eis. Wir haben mal ausgerechnet, eine Kugel hier, ich hatte ja 3 Kugeln. Eine Kugel haben wir jetzt ausgerechnet, ca. 50 bis 60 Cent. Also das ist richtig ein gutes Geschäft hier. Ja, wir haben gut geschlafen und hier sieht man den Frühstücksraum. Da ging es gleich in der Früh zum Frühstücken. Den Frühstücksraum habe ich euch schon ausführlich gezeigt im ersten Teil.
Und dann ging es gut gestärkt weiter. Und zwar diesmal natürlich, hier sieht man auch Richtung Ungarn. Wir haben jetzt noch mal eine ganze ordentliche Strecke zu machen. Circa 6 Stunden Autofahrt. Und wie es dann in Szeged aussieht und was wir in Szeged dann so gemacht haben, das könnt ihr dann sehen. Und zwar hatten wir noch ein kleines Problem mit der Einfahrt zum Hotel. Aber das Hotel war ganz in Ordnung. Ja, schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Бос по пясъка, болка и жар. Небето пламва, ти си моя дар. Нося те в душата си навън. So, wir stehen an der serbischen Grenze Richtung Ungarn und wir haben jetzt 14:36 Uhr und sind jetzt mal gespannt. Stehen in der zweiten Reihe, insgesamt 4 Reihen haben wir, von links aus gesehen. Und ja, das ist hier mal ein Pokerspiel. Da teilt sich noch ein bisschen, da bewegt sich noch ein bisschen. Und lassen wir uns mal überraschen jetzt, ob wir aufs richtige Pferd gesetzt haben. So, das haben wir jetzt geschafft. Das ist immer spannend. So, jetzt geht's durch das Niemandsland zur ungarischen Grenze. So, das hat jetzt rund 40 Minuten gedauert, würde ich mal sagen. Und ja, jetzt kommt dann die ungarische Seite. Im Augenblick sind es 3 Reihen, die sich hier den Durchgang teilen. Ja, und jetzt muss man immer OK drücken. Jetzt haben wir es 15:15 Uhr. Und jetzt sind wir gespannt, wie lange wir brauchen. Ich schätze mal eine Stunde. Na, ich hoffe nicht, es teilt sich da vorne nochmal. Nein. Also es teilt sich nochmal, sagt die Musi. Also dann sagen wir 45 Minuten. Das wäre dann 16 Uhr. Ja. Gut, dann melden wir uns um 16 Uhr wieder, wo wir dann stehen. Ja, der Grenzbeamte bringt unsere Pässe zurück und jetzt geht es dann wieder los. Wir sind also wieder in der EU. 16:03 Uhr haben wir. Und jetzt sind wir durchgekommen. Also meine Prognose war richtig. Ich habe gesagt, 16 Uhr sind wir durch. 3 Minuten Verspätung. Die linke Spur war nicht ganz so perfekt wie die rechte. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten, oder? Ja. Wir fahren noch ein Stück Autobahn und sind jetzt gleich in Szeged. Und ja, in Szeged haben wir uns ein Zimmer ausgesucht, ein bisschen so nach Gefühl. Wir wollten mal zentral sein. Und wie das Zimmer jetzt wird und wie die Einfahrt wird, lasst euch überraschen. Wir fahren mit Navi und wir fahren fast vorbei, aber hier rechts ist das Ziel. Jetzt parke ich erstmal hier und ja, peilen wir mal die Lage. Jetzt haben wir es gesehen, ich drehe nochmal zurück und jetzt geht es hier durch diese schmale Einfahrt und da muss ich jetzt durch. Die Rodi schaut ein bisschen, wie es passt. Also für mich ist das schon nichts. Da rüber, sorry. Oh Gott, jetzt müssen wir aber erst gucken, ob das überhaupt geht, ne? Oh Gott. Nee. Nee, da drehe ich aber echt ab, hey. Nee. Also du bist so schief, das geht überhaupt nicht. Ich drehe gleich durch, ich kriege einen Schreikrampf. Das geht nicht. Pass auf deinen Spiegel links auf. Mann. Nee. Jetzt ein bisschen rechts. Links geht's nicht, rechts geht's noch.
Und jetzt gerade, ganz gerade, weil sonst geht gar nichts. Das geht nicht. Ganz gerade, ich werde wahnsinnig. Oh. Ja, und dann vorne Stopp. Es reicht ja schon. Nee, also nee. Nee, Leute, da bin ich raus. Also das muss ich aber schreiben, das geht gar nicht. Und wir haben eine kleine Nuckelpinne, ja? Nee, Leute, das geht nicht. Ja, die Rosi hat sich dann doch schnell wieder abgeregt. Es ist schon ein bisschen eng. Ich glaube, ein größeres Auto hätte noch schlechter reingepasst. Ja gut, das ist nun mal so. Die Garagen sind mit den Autos nicht gewachsen. Jetzt packen wir doch aus und zeigen euch jetzt mal das Zimmer. Das war auch ganz interessant. Ja, wie gewohnt hier eine kleine Roomtour bei den Dreams Apartments in Szeged. Und hier gibt man den Key ein. Dann kann man hier öffnen. Haben wir schon jetzt offen gemacht. Und hier haben wir das Zimmer gelb, Yellow. Und dann gibt man hier den Zimmercode ein. Der wurde mitgeteilt. Und schon hat man ein wunderschönes Apartment. Das ist hier gelb. Schöne Tür hier. Den Eingangsbereich. Also ein bisschen Garderobe. Ja, kann man nicht sagen. Doch, Garderobe würde ich sagen. Und da oben sind die Haken. Und hier ein schönes Bad. Und alles sehr, sehr, sehr schön renoviert. Ja. Toilette und hier die Dusche. Auch alles perfekt und schön. Im Hof sieht es ein bisschen urig aus. Hier die Tür und hier die Heizung, aber da brauchen wir heute nichts von der Heizung. Das war jetzt im Prinzip die Toilette. Kommen wir jetzt zum Zimmer. Ich mache mal die Tür ein bisschen zu. So, hier schon meine Sachen. Schublade, Klimaanlage, das ist wichtig. Können wir aber noch anmachen. Hier eine interessante Designlampe. Hier unser Bett. Das Fernsehgerät. Fernsteuerung. Hier kann man unsere Sachen ablegen. Jetzt hier nochmal das Bett von der Schönheit hier. Und hier der Blick nach draußen. Das ist die Straße mit den vielen Bäumen, wo wir hergekommen sind. Also wirklich urig hier. Die Rosi war es ein bisschen stressig, weil wir erst den Key nicht wussten oder falsch eingegeben haben. Wir haben den Key von unten hier oben eingegeben und das kann natürlich nicht funktionieren. Und hier die kleine süße Küche. Und da können wir uns Kaffee machen. Da ein Toaster. Wir haben noch Brot von gestern dabei. Also schauen wir mal, was hier drin ist. Mikrowelle. Und da haben wir noch ein bisschen Geschirr. Da oben wird wahrscheinlich nichts sein. Da oben ist nichts. Aber da ist das alles okay. Hier haben wir noch ein bisschen. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen. Ah ja, da ist noch ein bisschen Besteck. Und hier haben wir 2 Kaffee, Milch und Zucker und Süßstoff. Ja, was will man mehr für eine Nacht? Ich denke mir, dass wir hier ganz gut schlafen. Wir werden die Klimaanlage anmachen. Wir haben nämlich auch 30 Grad hier. Und dann gehen wir nochmal zum Auto und nehmen unser Zeug mit. So, wir haben jetzt schon fast dunkel. Wie spät haben wir es? Kurz vor 8. Oder noch gar nicht so spät. Ne? Ja, warm. Und es ist sehr warm. Und jetzt gehen wir mal zum Dom. Und jetzt drehe ich mal die Kamera um. Jetzt können wir auch mal schauen, wie gut die Kamera bei Nacht ist. So, hier ist ein bisschen Leben schon. Hört man Musik. Sieht aus wie eine Studentenkneipe. Rechts ist ein großes Gebäude. Sieht hier aus wie eine Universität, ja. Interessante Haltestellen mit viel Informationen. Oh ja, jetzt sieht man was. Ja, da haben wir ihn. In einer ganzen Herrlichkeit. Jetzt schlägt es, glaube ich, 8 Uhr. Nicht 13. Interessante Perspektive mit dem Kreuz
und der Kathedrale. Und dann soll sie sich einen Honig hier mitnehmen. Oh, cool. Today I got clothes. Oh, I stay here all. alles Honig. Thank you for welcome. Haben wir hier gerade ein bisschen Honig gekauft. Das waren unsere letzten 4.000 Forint, die wir noch hatten. Du sagst so 10 Euro war das, ne? Jetzt, ja, ich weiß auch nicht genau, müsste man genau. Schönen leckeren Honig. Jetzt haben wir noch Honig gekauft und dann gab es noch ein Eis umsonst. Ja. Das war ganz nett eigentlich. Ja, hätten wir nicht gedacht, dass wir noch hier noch so ein paar schöne Momente erleben. Dann genießen wir noch den Abend im Szeged. Wir haben gut geschlafen und wir haben das Frühstück selbst gemacht. Wir hatten ja ein Apartment. Ja, und sind dann aus Szeged, wir sind da jetzt mittendrin in Szeged rausgefahren. Wir hatten gutes Wetter. Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss der Reise. Jetzt geht es also relativ schnell durch Ungarn. Dann kommt Österreich. Da ist ja meistens ohne Probleme die Grenze zu überschreiten. Wir haben doch mal getankt. Und zwar in Österreich. Das war noch mal günstiger als in Ungarn. So abseits der Autobahn, da gibt es immer so Hofer-Tankstellen. Ja, dann geht unsere Reise schon zu Ende. Wir machen noch ein bisschen Musik. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hier dabei wart. Freuen würden wir uns auch über ein Like oder über einen Kommentar. Ja, unsere nächste geplante Reise, wenn alles gut geht. Wir haben ja jetzt gelernt und wissen ja auch, man kann es zwar planen, aber ob es dann klappt am Ende, das weiß man nie ganz genau. Also unsere nächste Reise nach Bulgarien wird um die Osterzeit sein. Muss auch sehr schön sein in der Vorsaison. Ja, da werden wir auch möglicherweise auch einige nette, gute Freunde noch sehen. Ja, und da freuen wir uns schon drauf. Und dann wünschen wir euch alles Gute und bis bald. Euer Lou. Where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life. Golden sand beneath our feet, whispers carried by